Hello, my name is Ian Beattie. I played Sir Meryn Trant in Game of Thrones, and you guys are listening to Nerdizismus. Have a good day. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Game of Nerds, dem Twin Peaks Podcast von Nerdizismus. Spaß! Ihr habt gedacht, nein, natürlich nicht Twin Peaks. Wir reden hier über Babylon 5. Auch nicht. Und jetzt genug der flachen Witze. Nein, herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Podcast zur 7. Staffel von Game of Thrones. Unser aller Lieblings-Soap mit Schwertern und rollenden Köpfen. Mit mir das bisher wandelnde Bücherwissen rund um George R.R. Martin und das Lied von Eis und Feuer, Nerdizist Michael. Hallo. Hallo. Und ich bin der Chris, und wenn ich gesagt habe bisher, dann nicht ohne Grund, denn wir beide begeben uns jetzt in mehr oder weniger unbekanntes Terrain, sozusagen Terra Incognita in Westeros und Essos. Ja, weil wir sind jetzt wirklich an einem Punkt angelangt, wo einem die Bücher fast eigentlich gar nicht mehr helfen. An einer Stelle dachte ich es in dieser Folge, aber letztendlich, die Bücher sind längst überholt. George R.R. Martin hat es nicht geschafft, schnell genug zu schreiben und wird es wahrscheinlich auch lange nicht schaffen, diesen nächsten Roman rauszubringen. Deshalb viel spannender für alle Gucker von Game of Thrones. Diese werden jetzt alle gleich behandelt. Keiner ist mehr eine zweite Klasse, wir haben nur noch eine Klasse. Ja, das stimmt. Wir wollen mal schauen, dass wir, wenn es die Serie hergibt, zu jeder Folge auch eine Podcast-Folge machen. Ich sage deswegen bewusst, wenn es die Serie hergibt, denn wir haben auch eine Serie, die wir gucken, die das leider irgendwann nicht mehr hergegeben hat. Und ich glaube, ein Sinn dieser Geschichte ist, dass wir uns ja auch durchaus in einer Stunde oder einer halben Stunde mindestens über so eine Folge unterhalten und nicht einfach nur in 10 Minuten irgendwas abhandeln. Wollen wir mal gucken, wie weit uns diese Folge bringt. Eingangs noch ein paar Worte für diejenigen, die uns jetzt zum ersten Mal hören. Was ist ein Podcast und wie kommt ihr regelmäßig an die Folgen? Nun, ihr könnt uns zum einen über die Webseite hören, nerdizismus.de, aber dann seid ihr auch immer ein bisschen abhängig von eurem jeweiligen Gerät und der Verbindungsgeschwindigkeit und so weiter und so weiter. Wir empfehlen euch, einen sogenannten Podcatcher zu benutzen. Was ist ein Podcatcher? Nun, das ist eine App, die gibt's für Android und für Windows Phones und für iOS, und dort könnt ihr, wenn ihr einfach dort im Podcast nach Nerdizismus sucht, also ihr müsst euch so eine Podcatcher-App installieren, zum Beispiel AntennaPod oder Pocketcast, oder ihr guckt in iTunes nach, sucht nach Nerdizismus und dann findet ihr uns, und dann könnt ihr ganz einfach auf Abonnieren klicken und dann verpasst ihr keine Folge mehr. Soweit der Eingangsrede und der Eigenwerbung, und ich glaube, jetzt steigen wir mal in die Folge ein. Ja, willst du kurz mal sagen, wie du die Folge fandest, bevor wir dann vielleicht ins Detail gehen? Ja, ich fand ihn wie erwartet. Wir waren in einer kleinen Gruppe, wie wir es geguckt haben, und ich habe mal meinen Gewinn von der letzten Staffel einlösen können, wo wir getippt haben, wer alles stirbt. Und der Rest der Gruppe war teilweise nicht so begeistert, weil die sich mehr Action erhofft haben für die erste Episode. Ich selber fand sie aber ziemlich gut, habe genau das bekommen, was ich erwartet habe, sogar vielleicht noch ein bisschen mehr, weil wenn wir zurückgucken, jeder Staffelauftakt von Game of Thrones hat bisher so angefangen. Wir haben jetzt einen Aufbau, die Figuren werden neu gesetzt und das muss einfach sein. Also letztendlich von der Atmosphäre her fand ich sie super, und wir erfahren definitiv, dass jetzt die nächsten Folgen, vielleicht ab Folge 2, vielleicht ab Folge 3, es endlich losgeht, wie Danny auch am Ende sagt. Ja, jetzt bist du schon am Ende. Soweit wollen wir ja noch gar nicht vorgreifen. Ja, ich fand's auch einen absolut soliden, gelungenen Staffelauftakt. Wie du gesagt hast, die Figuren werden alle jetzt in Position gebracht, und von daher glaube ich jetzt, dass man da jetzt wirklich ganz gut loslegen kann. Ich habe ja als Recap die letzte Folge nochmal geschaut, und wenn wir jetzt auch ein bisschen chronologisch in der Folge vorgehen, dann setzt sie da an, wo sie aufgehört hat, nämlich mit
Achtung, Spoiler, wer die Folgen noch nicht gesehen hat, wir spoilern natürlich in jeder Folge, das nur noch mal als Hinweis. Also, Achtung, Spoiler, setzt natürlich da an, wo sie aufgehört hat, nämlich mit Arya, die den Walder Frey, beziehungsweise jetzt dann seine ganze Sippschaft um die Ecke bringt. Kurz war ich ein bisschen verwirrt, wo ich gedacht habe, haben wir jetzt irgendwie ein Flashback, aber eigentlich arbeitet die Serie doch eigentlich nicht mit Flashbacks und aber dann war ja doch, relativ einen schnell. Flashback haben wir ja schon gehabt. Einmal, aber oder, es ist kein zwei Flashbacks kein übliches Stilmittel. Ja, okay, das mit Ned und so, aber du weißt, was ich meine, ne? In der Regel gehen wir eigentlich chronologisch straight forward. Dann war ja klar, aha, da kommt also die Assassinin wieder zum Vorschein und bringt also die ganzen Freys um mit Gift. Und da dachte ich mir gleich, siehst du, das ist die Waffe einer Frau. Ich meine, komm, Maisie Williams, die Schauspielerin, ist ja jetzt auch nicht die größte. Und letztendlich, Arya, wie alt sind die? Wir haben jetzt 6 Jahre oder 7 Jahre in der Serie, sind vielleicht vergangen seit dem Anfang. Was war die? Am Anfang war die 11. Ich meine, komm, wie soll ein 17-jähriges Mädchen das alleine hinbekommen? Ja, sie kann ja die Gestalt wandeln. Und das ist echt die Frage, kann sie eigentlich wirklich die Gestalt wandeln oder schafft sie eine Illusion, dass alle anderen glauben, sie sieht so aus? Das haben wir uns auch gefragt, weil sie eigentlich einen ganz anderen Körperbau auch als der David Bradley, der ganz genau, Walder Frey hat. Ja. Ich denke mal, das ist Teil des ganzen Pakets. Ich meine, wenn es schon klappt, sich ein anderes Gesicht aufzusetzen, wieso sollte dann nicht die Illusion entstehen, dass da auch ein anderer Körper entsteht? Ich meine, das war ja letztes Mal in der letzten Staffel schon, wo die ganzen Gesichter aufgesetzt hat die sich ja auch immer ziemlich verändert. Von daher schreiben wir mal als Magie ab. Ist das dann Blutmagie? Nee, dürfte keine Blutmagie, bin ich mir jetzt nicht sicher, weil die sind ja keine Anhänger der von Rillor, dem roten Gott da. Deshalb, das ist was Eigenes sein, von diesem Many-Faced Gott, die Magie. Wir haben ja verschiedene Formen der Magie, die bisher in Westeros auch vorkommen. Deshalb, keine Ahnung. Ich glaube, im Sinne der Serie müssen wir uns auch nicht so viele Gedanken drum machen. Wir haben es jetzt nicht so detailliert bisher in den Büchern gelesen davon. Wir haben nur so vage Beschreibungen bekommen. Deshalb ist das, denke ich mal, eine künstlerische Freiheit, die sowieso nicht mehr erklärt wird. Wenn, dann haben sie die Chance verpasst. Bin ich eigentlich bei dir. Dann geht's weiter nach dem Vorspann. Geht's dir eigentlich auch so, dass du den Vorspann immer guckst? Also es gibt ja so Serien, da skippt man so den Vorspann, denkst so, komm, nächstes Kapitel, gut, kann man jetzt bei Fernsehübertragung schlecht vorspulen oder du weißt, was ich meine. Aber das ist was, da gucke ich mir sogar, wenn ich das auf dem Stream gucke, spule ich beim Vorspann nicht vor. Ja, muss. Ich meine, letztendlich, der Vorspann hat ja auch so ein bisschen einen Preview-Charakter für die Folge, weil wir sehen ja alle Orte, die in der Folge wahrscheinlich besucht werden. Ist das wirklich pro Folge so? Ist das nicht immer für die Staffel so? Nee, das haben sie in den letzten Staffeln definitiv pro Folge gemacht. Es hat nicht immer ganz genau gepasst. Ich denke mal, das kommt auch wegen der Länge des Intros. Aber letztendlich mindestens die Orte, wo wir in der Folge sind, werden im Intro gezeigt. Das stimmt. Und da haben wir jetzt Old Town dabei. Da haben wir jetzt Dragonstone nochmal. Ich glaube, so hatten wir Dragonstone vorher noch nicht damit drin. Und da haben wir noch neu eigentlich. Ne, die beiden sind die neuen Sachen. Gut, dann ist der Vorspann rum und dann sind wir erstmal an der Mauer und da war dann wieder so eine Nummer. Und wie gesagt, ich habe mir die letzte Folge gerade erst 2 Tage vorher nochmal angeschaut, der 6. Staffel. Hatte der Bran nicht eigentlich was anderes vorgehabt? Also ich hatte das nicht so in Erinnerung, dass er jetzt zurück zur Mauer latscht. Also gezogen Der wollte, wird. glaube ich meine, er hatte ja keine andere Wahl gehabt. Musste ja irgendwie dann zu irgendwen hinfliehen, der ihm helfen kann. Und Jon ist ja die beste Wahl dafür. Jedenfalls wusste er, dass Jon irgendwie an der Mauer unterwegs ist. Aber bevor wir da noch weitergehen, ich will eigentlich noch mal ganz kurz über den Vorspann reden. Weil einerseits, ich habe das Ding 2-mal geguckt. Einmal alleine in der Mittagspause und einmal mit den Freunden. In der Mittagspause habe ich gedacht, ist ja jetzt etwas übertrieben, wie du eben schon gesagt hast, dass sie alleine jetzt alle abmeuchelt. Aber andererseits, ich meine, das hat die Serie total drauf, dass sie einem das Gefühl gibt, auch wenn da Massen von Charakteren sterben, von einer gewissen Befriedigung. Hatten wir ja letztes Jahr schon mit definitiv, Ramsay, als der draufgegangen ist. Ja, eben, das stimmt. Es war wirklich eine definitiv so ein gewisses grundbefriedigendes Gefühl. Ich sage mal, diese Serie, die schließt ja sowieso, weckt ja die dunkelsten Instinkte in einem. Und das ist ja nicht der erste Tod, wo man eine gewisse Befriedigung hat, auch als
der Dorne-Typ den reitenden Berg killt, bevor er dann selber leider den Fehler macht, hast du ja auch eine zutiefst befriedigte Zuschauerschaft gehabt, die sich gedacht hat, ja, endlich! Ja, oder Joffreys Ersticken alleine. Ja, ganz genau. Aber das finde ich, ich finde das interessant, dass sie das als Staffelauftakt wie als Cold Open gemacht haben, weil Game of Thrones hat ja eigentlich sonst nicht diese Sachen vor dem Intro. Und dieses Cold Open, das soll ja wahrscheinlich so ein bisschen die Stimmung für die Staffel wecken. Und wahrscheinlich zeigt uns das, wie dermaßen es jetzt in den nächsten Folgen zur Sache gehen wird. Dass wir nicht mehr dabei sind, irgendein Vorgeplänkel zu haben, dass wir nicht mehr dabei sind, dass Charaktere irgendwo hin und her reisen. Nein, die kommen dahin zurück, was sie sich am Anfang der Serie mal vorgenommen haben. Und hier ist Arya die Erste, die jetzt auf Rachefeldzug geht und einfach alle abmeuchelt. Ob es am Ende so funktionieren wird bis zum Ende der Staffel, ist dann die Frage. Das ist die Frage. Ich wage ja sowieso den Ausblick, dass das Ende, meiner Meinung nach, ist ja dann sowieso Daenerys und Jon Snow auf dem eisernen Thron. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, das Ende dieser Staffel, das bekräftige ich immer noch mal wieder, das Ende dieser Staffel wird sein, wie die Mauer fällt. Wahrscheinlich ist die letzten Szenen in dieser Serie, wie die Mauer fällt und die Armee der Toten einmal an der Mauer entlang geht. Anders kann es gar nicht sein. Ja, da bin ich bei dir, aber ich sage, diese Serie endet mit den beiden als König, Lied von Eis und Feuer, mark my words. Ja. Und ist dann auch wieder passend für den Targaryen-Inzest, weil theoretisch ist sie ja die Tante von Jon. Ja, das kommt noch dazu. Aber das, wie gesagt, jetzt natürlich übelste Spekulation, aber ich glaube, da müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Also dann haben wir den Bran an der Mauer, der also seinen Bruder sucht, und dann geht's im Grunde genommen auch schon zurück nach Winterfell, und da sitzen die immer noch in der Halle, haben sich also seit der letzten Folge Staffel 6 auch da nicht wegbewegt. Da passiert jetzt in dem Sinne nichts großartig Neues, das sind halt taktische Gespräche. Was allerdings ganz interessant ist, ist natürlich der Dialog zwischen Sansa und Littlefinger. Ja, aber eigentlich auch schon vorher, wie Sansa versucht, Jon zu widersprechen. Ich meine, in der letzten Staffel hat sie so ein bisschen ihre Freiheit wieder gewonnen und ist jetzt eigentlich bei den herrschenden Leuten dabei und will jetzt endlich auch mal die Fäden ziehen. Aber da wird sie von Jon ja auch wieder in eine Ecke gestellt. Was Littlefinger natürlich super für den findet, weil dann kann er seine Intrigen weiterspannen und auch die zwei auseinanderbringen. Ja, glaube aber nicht, dass das passiert, um ehrlich zu sein. Weißt du, woran mich das Ganze erinnert hat? Ich habe, um die Zeit zu überbrücken, und das gab's ja auch umsonst jetzt gerade im PlayStation Network, das Telltale Game of Thrones. Hast du es komplett durchgezockt? Ich habe es jetzt komplett durchgezockt, also meine Variante, ja, also ich muss sagen, ich habe das Haus Forrester jetzt nicht so dolle vertreten, bei mir waren am Ende irgendwie fast alle tot, ja. Okay. Man kann es auch, glaube ich, schaffen, dass fast alle überleben oder so, aber das weiß ich nicht, aber an was mich das frappierend erinnert hat, ist das, was im Grunde genommen Sansa ja dann Jon die Alternative in den Raum wirft, ja, wo er sagt, wir müssen verhandeln und sie sagt, wir müssen angreifen oder umgekehrt, weiß gerade nicht mehr genau. Und das sind ja auch immer genau diese Entscheidungen, wo du in diesem Telltale-Game, was ich ziemlich geil fand, ehrlich gesagt, der Grafikstil mag ich jetzt nicht so, aber davon jetzt mal ab. Aber du hast eigentlich schon so eine Meinung und sagst dir, so mache ich das jetzt, ja, ich werde die Olle jetzt umbringen oder ich werde den vergiften oder ich werde die und die Entscheidung treffen, und dann kriegst du aber halt nochmal ein Gesprächsfetzen mit oder irgendeiner unterhält sich mit dir und bringt nochmal einen anderen Aspekt auf die ganze Sache und plötzlich denkst du so, vielleicht doch nicht. Ja, und dann kommt der Quicktime-Event, wo du dich innerhalb von ein paar Sekunden entscheiden musst, welche Richtung du jetzt gehst. Ja, das hat mich sehr stark daran erinnert. Ich habe das Ganze mal auf Tablet, jedenfalls die erste Episode gespielt. Ich muss noch den Rest mal zocken. Wie oft bist du bei den Quicktime-Events gestorben? 2-3 Mal. Also mit dem Gamepad. Und dann auch eigentlich nur, weil ich das Gamepad gerade zur Seite gelegt habe, weil ich in dem Moment nicht mit einem Quicktime-Event gerechnet habe. Also dann war ich halt in dem unaufmerksam und dachte, es kommt jetzt eine Dialogszene, eine längere, und plötzlich war halt dann doch ein Quicktime-Event. Genau, die Entscheidung von, ich meine, letztendlich was Sansa reinwirft, die hat ja
versucht natürlich kühl zu agieren, aber die ist total emotional, meiner Meinung nach noch. Also was du vorgeschlagen hast, wäre ja, also aus der Sicht der Lannisters, weil sie ja von Cersei viel gelernt hat, hätte Sinn gemacht. Aber das ist doch Schwachsinn, jetzt wieder die Häuser zu entzweien, irgendeinen neuen da reinzusetzen und wieder irgendwelche Leute gegen sich aufzuhetzen. Also meiner Meinung nach hat Jon schon einen richtig kühlen Kopf da behalten. Ja, also ich wäre da in dem Moment auch eher auf seiner Seite. So, dann waren wir also in Winterfell. Wo geht's denn weiter? Ach so, ja, dann hat sich Cersei einen schönen neuen Boden machen lassen. Ja, und eine Mad Queen muss auch mad agieren. Ja, und wandelt sozusagen fast schon symbolisch auf Westeros und umher. Und Jaime kommt dazu und dann fand ich den Satz so ganz gut. Ich bin die Königin der 7 Königslande. Und er so, 3, bestenfalls. Auch hier, ich meine, Cersei hat jetzt fast alles erreicht, was sie wollte, nur hat sie dafür einen großen Preis bezahlt und kann jetzt auch nicht mehr wirklich, gut, es ist so ein geteiltes Ding. Sie versucht auch noch zu agieren, aber aus der Außenperspektive sieht Jaime ja ganz klar, wie verrückt seine Schwester ja eigentlich sein muss. Ich weiß nicht, ob das noch zu so einem Bruch in dieser Staffel führen wird, in irgendeiner Art und Weise, oder ob Jaime wirklich mit Cersei untergehen wird, weil letztendlich aus den Sachen, die er in den letzten Staffeln gelernt hat und in den Jahren dazwischen, müsste er doch eigentlich vehement dagegen sprechen, alles, was die macht. Ja, der Gedanke kam ja auch, also im Grunde genommen glaube ich auch nicht, dass er am Ende der Staffel, sofern er sie überlebt, wovon ich aber ausgehe, weil ich nämlich glaube, dass er seine eigene Schwester umbringen wird. Aber es ist meine persönliche Spekulation, dass die sich auch entzweien werden. Das glaube ich auch. Ja. Ich bin mal gespannt, ob sie auf die Heiratsavance des abtrünnigen Greyjoys eingehen wird, der ja die 1000 Schiffe schenken will. Das wird sie definitiv nicht machen, weil die hat ja genug von Männern. Die hat ja keinen Bock mehr, irgendwen zu heiraten, nur weil es politisches Kapital ist. Ich meine, das musste sie bei Robert machen, dann hat ihr Vater versucht, sie nochmal zu verheiraten und ich glaube, das ist alles nur Gespiele von ihr. Da wird sie definitiv nicht drauf eingehen. Vor allem Euron, der ist ja ich schätze den nicht ein, dass der seine Frauen respektieren wird. Nö, das glaube ich auch nicht, aber 1000 Schiffe sind 1000 Schiffe. Die hat sie ja jetzt mehr oder weniger. Er sucht ja jetzt schon nach einem Geschenk von ihr. Und das ist die Frage, ob es das Geschenk ist, was er auch schon im Buch hat. Weil da können wir jetzt wieder auf die Bücher zurückgehen. Oder ob er was ganz anderes sucht, weil dieses Teil wurde bisher noch nicht in der Serie erwähnt. Weißt du, was ich meine? Dunkel, aber ich komme jetzt gerade, da war irgendwas, aber hilf mir auf die Sprünge. Das ist dieses Horn, was angeblich die Macht hat, die Drachen zu kontrollieren. Stimmt, genau. Das wäre ja dann im Grunde nochmal, um es mal neudeutsch auszudrücken, so ein richtiger Gamechanger. Ja? Also angenommen, sie hätte wirklich so ein Horn, ja, und sie bringen das rein. Das würde ja die vermeintliche Übermacht. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kampfstark sind so 3 Drachen? Ich meine, die werden wahrscheinlich die erste Schlacht haushoch gewinnen. Dann wird man sich drauf einstellen und dann ist der Vorteil vielleicht auch nur noch temporär oder so, ja. Ey, aber komm, da ist doch gar keine Chance gegen die. Die sind doch mittlerweile so groß wie Jumbo-Jets, ja, wie man aber die Targaryens wurden trotz Drachen auch schon mal besiegt. Also es ist ja jetzt nicht unmöglich. Und da hatten sie noch eine ganze Armee von Drachen. Jetzt haben sie nur noch 3. Ja, aber damals war es auch so, dass die Drachen, also damals wurden die Drachen ja von den Targaryens selber quasi getötet. Aber auch diese Armeen, die damals gegen die angetreten haben, hatten ihre Probleme. Und auch nur, weil es massive Armeen waren, die taktisch gearbeitet haben, konnten sie irgendwas dagegen machen. Cersei, die hat doch gar nichts mehr. Die Hälfte der Leute ist in den 7 Königreichen unterwegs, um den Frieden wiederherzustellen, und alle anderen Häuser sind noch nicht mehr ansatzweise bei ihr dabei. Also im Prinzip hat sie nichts. Im Prinzip hat sie ihre zerstörte Stadt. Und das war es. Und da hat sie doch keine Chance, wenn nicht dieses Horn dabei wäre, gegen die Drachen in irgendeiner Art und Weise. Deswegen glaube ich, dass das wahrscheinlich kommen wird, weil es nochmal die Chancen nochmal ausgleicht. Also ich habe es gerade gesagt, dass es eine Möglichkeit wäre, aber ich glaube nicht, dass es mit reinbringen, weil das wäre so ein Deus Ex Machina Ding, was bisher noch nie vorgekommen ist, noch nicht mal erwähnt wurde, und das haben die Schreiber bisher gelassen, da irgendwas zu sagen. Was ich eher glaube, dass er Euron irgendein anderes Ass aus dem Ärmel ziehen wird. Entweder, und da weiß ich nicht, ob es das nutzt, wir haben ja immer noch Gendry, der immer noch irgendwo rumrudert. Falls sich die Leute erinnern, das ist der
Typ, der mit Arya unterwegs war, als sie das erste Mal aus King's Landing abgehauen ist und dann später von Melisandre geopfert werden sollte. Und Davos ihm dann aufs Boot geholfen hat, wo es ein paar lustige Dinge im Internet gibt, dass er immer noch irgendwo herrudert. Aber angeblich soll der Schauspieler in dieser Staffel wieder dabei sein. Okay. Das könnte ein Ass sein, was er mit reinnimmt, was irgendwie, weil er ja der letzte Baratheon im Prinzip ist. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ja. Die Baratheons sind ja eigentlich ausgestorben. Ja? Und er wäre ja im Grunde genommen dann der Letzte, der, wenn auch als Bastard, aber da ist man ja nicht so wählerisch. Ja, also von und der hätte natürlich die Möglichkeit, noch ein paar Häuser hinter sich zu vereinen. Richtig. Weil die Baratheons waren ja beliebt. Ja, das stimmt. Also das auch eine Möglichkeit. Es wird sehr spannend. Oder die letzte Möglichkeit. Und du hast noch eine. Ja. Ich weiß, dass irgendwann in den nächsten Episoden, entweder Episode 2 oder 3, eine ziemlich fette Seeschlacht kommen wird. Allein dadurch, dass Euron mit den Schiffen unterwegs ist und Daenerys so eine große Flotte hat. Aber ich weiß aus ein paar Vorberichten, dass wir wahrscheinlich eine ziemlich epische Schiffsschlacht vor uns haben. Vielleicht schafft es Euron ja irgendwie, sich währenddessen in dem Chaos Tyrion zu krallen. Wow, und das wäre natürlich auch ein nettes Geschenk. Na. Gehen wir mal weiter. Dann kommen wir zu einer Szene, an die ich mich so in der Form bei Game of Thrones wirklich noch nicht erinnern kann. So eine Montage mit Humor, ja, die wirklich sensationell gut geschnitten war, gut geschauspielert war und einfach innerhalb von 1 Minute 30, this sums it all up, ja, richtig großartig. Wir sehen also Sam, wie er in der Zitadelle, ja, die Arschkarte im wahrsten Sinn des Wortes gezogen hat und halt seine Azubi-Dienste verrichten muss, die bestehen aus Bettpfannen ausleeren, der inkontinenten Altenmeister, Bücher einsortieren, stapelweise und die Bettpfannen auszuschrubben und Essens auszuteilen, dessen Konsistenz auch eher von einem dünnpfiffartiger Konsistenz ist. Das war ja wirklich mal Breaking Bad-Style zusammengeschnitten. Also so hat das Breaking Bad damals immer gemacht und ich fand es auch ziemlich cool, das so zusammenzufassen. Hat mich auch begeistert. Und wir haben ja auch vor ein paar Tagen diese schöne Montage, die direkt ein Fan drunter gelegt hat, mit 80s Music dazu geteilt bei unserer Facebook. Also das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Ja, das war wirklich richtig gut. Und was mir an der Szene auch Spaß gemacht hat und mich auch ein bisschen hoffnungsfroh gestimmt hat, jetzt weniger auf die Handlung, die sich daran anschließt, sondern dahingehend, dass man nicht so dieses übliche Klischee genommen hat. Ich fand's ganz richtig gut, dass dieser Obermeister ihm glaubt, ja. Normalerweise wäre bei sowas jetzt der Handlungsstrang, du bist verrückt und du bist ja jung und du hast keine Ahnung und bla 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 bla, ja, bis er dann am Ende halt, bis er dann praktisch dieser Meister durch die Hand eines White Walkers getötet wird, so, das ist so, das wäre so Klischee, ne, und hier sagt er ja, ich glaube dir, kriegst zwar noch keinen Zugang zu den alten Schriften, aber ich glaube dir, so dass ich denke, der guckt dann für ihn nach oder schaut sich das mal an. Also ich glaube, dass dieses Glauben, diese Glaubwürdigkeit, die wird auf jeden Fall Früchte tragen. Von dem Meister werden wir definitiv noch mehr sehen, weil, hast du ihn erkannt, Jim Broadbent? Ich bin ja ganz schlecht, was hier Sichter angeht. Woher müsste ich den denn kennen? Beispielsweise aus Cloud Atlas, das ist der alte Typ. Den Film habe ich nur einmal geguckt. Oder der Jim Broadbent war in so vielen Dingen dabei, der war in Gangs of New York dabei, der war in Harry Potter, hat er den Slughorn gespielt. Den Professor Slughorn, der mit den Magic Potions. Nein, Jim Broadbent ist einer der großen Stars in der UK, also der ist definitiv in England ein fetter Star und wenn du den irgendwo mal drin siehst, also er hat von Chronicles Narnia, Hot Fuzz hat er mitgemacht, der hat bei allen möglichen anderen Sachen mitgemacht, also der Typ ist seit den 70ern unterwegs als Schauspieler und du wirst ihn definitiv auch schon in Hauptrollen gesehen haben. Ja, das kann gut sein, aber dann ist er mir halt im Grunde genommen jetzt nicht hängen geblieben, das ist dann so der ist ein ganzes Stück dünner geworden. Ja, dann ist er halt so der Heinz Rühmann der Engländer. Ja. Nee, aber der wird definitiv nochmal vorkommen, weil einen Jim Broadbent werden sie nicht so verfeuern, wie sie es jetzt in dieser Szene gemacht haben. Und ich glaube, der hat noch ein bisschen Einfluss darauf. Wahrscheinlich wird derjenige der sein, der Sam am Ende aus Old Town rausschmeißt, weil er die ganze Zeit diese Bücher klaut. Ja, dass er sich den Schlüssel holt, das stimmt. Ich muss jetzt auch gerade noch mal ein bisschen Abbitte leisten. Ich habe diesen Jim Broadbent jetzt mal gegoogelt und ohne den Bart und wenn er lacht und Glubschaugen hat und den Bart nicht hat,
Dann, Genau. dann weiß ich, wen du meinst. Alles klar. Ich kenne ihn nämlich dann wirklich aus Time Bandits und Brazil. Da ist der mir hängen geblieben. Okay. In den neueren Sachen, ja, klar, wenn ich mir das angucke, hier Bridget Jones, Moulin Rouge und so, ja, alles gut, ist er mir auch irgendwo hängen geblieben, aber ich erinnere mich den aus Time Bandits und Brazil und was hat er noch hier? Indiana Jones, Legend of Tarzan, Game of Thrones. Okay, alles klar, ich leiste ab bitte, aber wie gesagt, ich bin da ganz schlecht, sobald Leute sich einen Schatten ins Gesicht malen, erkenne ich die alle. Ja. Und von daher, gut. Ja, also nein, er klaut sich den Schlüssel und stiehlt sich dann jetzt eben nachts in diese Bibliothek. Aber ich glaube nicht, hat er sich ein Buch mitgenommen? Ich weiß es gar nicht. Er hat sich das Buch mitgenommen, weil der sitzt doch dann mit Gilly und dem Kind da und guckt dieses Buch durch. Ja, stimmt, genau. Okay, vielleicht habe ich da auch gerade mal irgendwie was getrunken oder war auf Klo. Und letztendlich, ich meine, John hat Sam ja dahin geschickt, um irgendwelche Infos zu bekommen, und der macht das Gegenteil, muss der davon machen, und der wird definitiv nicht innerhalb von 3 Folgen zum Meister werden. Also Konsequenz daraus ist, der macht noch mehr, geht noch mehr hinter die Kulissen der Zitadelle und wird irgendwann erwischt und rausgeschmissen. Dann ist er auf jeden Fall wieder zur Mauer unterwegs. Ja, das kann gut sein. So, weiter geht's. Back to Winterfell, Captain Plasma in Aktion, die sich mal wieder der Avancen von Tormund erwehren muss. Einfach nur dieses Grinsen mit der hochgezogenen Augenbraue ist sensationell. Das lustigerweise ist genau diese Chemie zwischen den beiden nur per Zufall entstanden, weil die wollten das eigentlich gar nicht aufnehmen. Das war eine Improvisation und das ist bei den Fans so gut angekommen, dass die einfach das noch weiter ausgebaut haben. Meinst du, da wird was draus? Nö, da wird nichts raus. Die sind zu unwichtig, die beiden. Das glaube ich auch. Viel wichtiger sind, Außerdem ist er jetzt ja nach Eastwatch by the Sea unterwegs, um eins der verlassenen Schlösser an der Mauer zu bemannen. Wichtiger ist dagegen das Gespräch zwischen Sansa und Littlefinger, beziehungsweise nochmal die Ränke, über die wir vorher ja gesprochen haben. Ja, die weist ja Littlefinger erstmal zurecht. Ach, ja, genau. Ja, das meinte ich. Sie weiß ihn ja erstmal zurecht. Was sagt sie denn der Tat? Gar nichts mehr eigentlich. Sie weiß, dass sie genau weiß, was Littlefinger will. Ich meine, er hat sie ja in der letzten Staffel er hat sie ja auch schon gesagt. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt so weiß Gott keine Raketenwissenschaft. Ja. Hast du mitgekriegt, warum auf Twitter so ein Shitstorm gegen Ed Sheeran war? Ja, komm, also ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich nicht in der Musik so drin, aber Ed Sheeran, der ist ja überall, und dadurch, dass man sieht ihn ja fett, er singt da, vielleicht vom Singen hätte ich ihn jetzt nicht direkt erkannt, aber direkt, wenn die Kamera da drauf war, dann wird man doch so aus der Szene rausgerissen, wenn man Ed Sheeran kennt, weil das ist nicht Game of Thrones, das ist Ed Sheeran. Auch wenn er optisch in das Ganze reinpasst, ist das einfach ein zu fettes Cameo. Also kein Wunder, die glauben mir alle, der hat sich da eingekauft. Ja, also ich erinnere mich an eine Pumuckl-Folge, da sitzt Fredel Fesel beim Meister Eder in der Stube, in der Küche mit seinen Kegelbrüdern, ja, und sie singen Schnucki, Schnucki, fahr mal nach Kentucky, ja, also da habe ich jetzt auch nicht gedacht, der Fredel Fesel, der hat sich jetzt da in Pumuckl eingekauft, ja. Das ist aber also Pumuckl, gut, Pumuckl ist Fantasy, Pumuckl ist reale Welt, die können irgendwelche Gaststars haben, aber Game of Thrones, also ich fand's jetzt nicht dramatisch, ich fand's okay, mich hat's ein bisschen rausgerissen, da ich gesehen habe, ach, okay, das ist ein Cameo, ist doch schon ein bisschen groß. Ich fand's eher, also es ist so eine Vetternwirtschaft, dass der reingekommen ist. Stört mich jetzt nicht wirklich, aber das Internet hat halt geschrien. Ja, es ging ja sogar so weit, dass es dein Twitter-Account erstmal gelöscht hat. Ach, echt? Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Doch, der hat dann erstmal gelöscht. Und ja. Trotzdem fand ich die Szene eigentlich ganz gut. Denn das war so eine, wie soll ich sagen, so ein bisschen also nicht alle Lannisters sind jetzt böse und Arschlöcher, sondern sind halt einfach rekrutierte Soldaten, ja. So eine Szene könnte ich mir auch mal vorstellen in einem Star Wars Film mit Stormtroopern. Ja? Ja, ich meine, Robot Chicken hat's doch schon vorgemacht und hier Lord Helmchen. Ja, aber halt ernst gemeint, weißt du? Da gehen die ja so ein bisschen in Battlefront 2 ein bisschen auf die Story, ne? Also auf so eine Storyline. Und von daher, also das fand ich eigentlich ganz gut. Kurzzeitig habe ich damit gerechnet, dass sie die jetzt auch einfach so aus Übungszwecken mal alle um die Ecke bringt, aber sie haben ja dann auf die Frage, was willst du in King's Landing, die Königin umbringen, haben sie ja alle nur
gelacht, also von daher, ja. Und wenn man in die Gesichter guckt, die sind ja auch nicht viel älter. Nein, also ich fand es ganz gut, um da zwei Sachen zu zeigen, dass wir in der Welt nicht nur die großen Player haben, wie Cersei und Co., dass es immer noch ein paar gibt, ein paar vom normalen Volk, die da rumrennen, dass nicht alle Soldaten unbedingt super schlecht sein müssen, was ja eine Erkenntnis für Arya einfach ist, dass der Feind nicht unbedingt immer direkt der Feind sein muss und dass die einfach in dem Alter wie die sind und sie mal ein bisschen ihren Schutzwall runterlassen kann, weil sie sieht, dass die keine Bedrohung sind. Also das war wirklich schön. Ich fand die Szene echt gut. Die hat so ein bisschen zum Character Building beigetragen. Fand ich jetzt wirklich nicht unnötig und hat das Ganze durchaus ein bisschen vorangebracht. Ja. Das trifft für mich bei der nächsten Sequenz mit dem Hound und wie heißt der, Beric Dondarrion oder sowas, ne? Genau, Thoros of Myr und Beric Dondarrion. Genau, da ehrlich gesagt nicht ganz so sehr zu. Das habe ich nicht so 100%ig einordnen können, was uns diese Episode jetzt sagen will. Außer, dass der Hound halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, sein Gewissen entdeckt hat. Nein, das ist etwas schwer zu erkennen, aber da war der ja schon, da war der mit Arya damals bei dem Haus und der ist wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass der Vater mit seinem Kind draufgegangen ist. Ah, okay, das habe ich nicht mehr in Erinnerung gehabt. Das ist irgendwie in der Staffel, wo Arya und der Hound rumlaufen zusammen. Da kommen die zu diesem Haus und der klaut dem Typ vom Haus sein Silber oder irgendwie so und die hauen dann ab. Und der hat dann wahrscheinlich nichts mehr zu fressen und deshalb verhungern die da. Ja, jetzt wo du es siehst, ich erinnere mich, ganz dunkel, da war was. Ja. Genau. Also letztendlich soll uns das ja einfach nur zeigen, dass der Hound nicht mehr so hart drauf ist wie früher. Also dass jetzt natürlich sein Gewissen da ist, was man in der letzten Staffel auch so ein bisschen gesehen hat und dass er, seitdem er wiedergekommen ist, eigentlich auch ein veränderter Mensch ist, der vielleicht sich jetzt auf die richtige Seite setzt und nicht nur wie sein Bruder einfach alle niedermäht. Glaubst du denn, dass der Thoros und der Beric und so weiter, dass die noch wichtig werden? Es gibt ja eine Trailerszene oder war es ein Poster, wo man im Hintergrund ja jemand mit einem flammenden Schwert auf so einer Mauer oder mauerähnlichen Eisvorsprung sieht und dann gegen die White Walker kämpft. Ja, das war in dem Trailer definitiv. Da war es in dem Trailer, ne? Genau, ja. Ja, das kann ja jetzt heißen, dass die irgendwie zur Mauer rüber laufen. Also ich glaube, der Hound wird auf jeden Fall noch in der Ecke im Winter irgendeine Rolle spielen. Und vielleicht macht es auch Sinn, vielleicht kehrt ja Arya irgendwann um, weil sie doch nicht unbedingt alle abmeucheln will oder vielleicht, weil Daenerys schon Cersei abgemeuchelt hat und trifft dann auf Jon und den Hound bei der Mauer. Glaubst du, das wäre nämlich ein Wiedersehen, was ich bevorzugen würde, dass endlich mal Arya und der Hound sich wieder treffen. Ja, das wäre vielleicht eine ganz gute Sache, das stimmt. Ja, doch, ja, glaube ich, wird auch, glaube ich, passieren. Also könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich warte ja auch noch auf den Clash of the Mountains, oder wie man das nennt, ne? Der Clegane Bowl. Clegane Bowl, genau, ja. Also von daher, da bin ich ja auch mal gespannt. Dann gibt's die eine Szene, über die wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich kurz, dass also der Sam in dem Buch dann eben rausfindet, dass sie Drachenglas brauchen. Ja. Und um die White Walker zu besiegen, das ist ja eigentlich schon die zentrale Erkenntnis. Ja. Und beziehungsweise die zentrale Erkenntnis, dass natürlich in auf Dragonstone ganz schön viel Drachenglas vergraben sein soll. Genau. Und dann sind wir nämlich auch schon in Dragonstone. Und eine Sache sehen wir noch vorher. Was sehen wir denn noch vorher? Wo Sam bei den Zellen hergeht und Jorah Mormont trifft. Ja, kommt glaube ich erst später, aber ja, das kommt. Ja, und es ist Jorah Mormont, das stimmt. Ja. Genau. Also und das ist dann die Überleitung. Das ist dann die Überleitung. Kann gut sein, war das? Doch, stimmt, du hast recht. Ja, stimmt, genau. Und dann sind wir in Dragonstone und sehen also Khaleesi, Dany, Daenerys, wie sie anlandet und dann ihren alten Sitz in Beschlag nimmt, den irgendwie keiner haben will. Ich hätte ja gedacht, dass sich da irgendjemand gedacht hat, hey, eine leere Burg, cool, die nehme ich mir. Aber anscheinend will sie keiner haben. Letztendlich macht diese Position der Burg ja auch keinen Sinn für die meisten, die in Westeros sind. Wenn es nicht unbedingt eine Invasionsarmee ist, dann hat sie keinen strategischen Hintergrund.
Die Ironborn hätten sie vielleicht nehmen können, aber die haben zu sehr mit sich selber gestritten und sind dann nach King's Landing rüber. Für alle anderen macht es keinen Sinn, weil das ja so eine Insel oder so ein Landstrich weiter draußen ist. Und alle anderen sind einfach zu sehr mit ihren eigenen Problemen beschäftigt, als dass die da noch eine eigentlich unnütze Burg wieder einnehmen. Und wenn man sich dran erinnert, jedenfalls in den Büchern wurde das immer gesagt, dass Stannis Dragonstone bekommen hat, war auch eher so eine Abspeisung, weil die ihn nicht in der Nähe haben wollten. Also das ist eigentlich eine Burg, die keiner haben will. Und ich habe gerade überlegt, als letztes hatte sie Stannis im Beschlag. Richtig, das sieht man ja dann auch, wenn er dann am alten Kartentisch ist. Oder beziehungsweise Danny am Kartentisch steht. Aber jetzt sehen wir erste Mal richtig Dragonstone. Ich meine, vorher haben wir wirklich nur diesen Raum mit dem Kartentisch gesehen und ein paar Einzelszenen. Damals war vielleicht einfach das Budget noch nicht dafür da. Aber jetzt wird ja wirklich jeder Winkel von Dragonstone begutachtet. Ich meine, wir haben jetzt eine 5-Minuten-Szene, in der wirklich kein Ton ist, außer pompöser Musik, grandioser Ansichten und einfach die Rückkehr von Daenerys nach x Jahren zurück nach Westeros. Das Anlanden, wo alle irgendwie 6 Staffeln drauf gewartet haben, ist jetzt eingetroffen und das muss man erstmal jetzt sacken lassen, weil einfach nur die Epik dahinter gezeigt werden sollte. Ja, shall we begin? Genau. Ja, gib mir dem Ganzen mal eine Schulnote. Och, das finde ich ehrlich gesagt schwer. Das muss ich in Perspektive setzen, wenn die nächsten Folgen laufen. Kannst du noch nicht sagen, ich gebe ihm mal eine 2 bis 3. Ich setze es ja eine Perspektive zu den Folgen, die bisher so gelaufen sind. Also von daher gebe ich dem jetzt mal eine solide 2,5 von der Schulnotenskala. Ich habe hier gerade mal geschaut, unser Hörer Eos Andi gibt der Bettpfannenszene eine glatte 1 und der ganzen Sendung, der ganzen Folge dann eine 3+. Und ja, also das war ein solider Auftakt, macht auf jeden Fall Spaß auf mehr, zeigt auch wieder mal, dass man einfach auf einer Dialogebene mit so einem mehreren Schauplätzen trotzdem ein bisschen was vorantreiben kann, weil es hat sich jeder in dieser Folge auch wieder irgendwo hinbewegt. Ja? Gut, jetzt nicht jeder, aber viele haben sich wirklich irgendwo hinbewegt, sind jetzt irgendwo angekommen und es kann eigentlich relativ zügig jetzt losgehen. Gab es schon eine Vorschau auf die nächste Woche? Ich habe sie nicht gesehen. Es gibt eine Vorschau, aber wie wir denn aus den letzten Vorschauen kennen, sagt die eigentlich gar nichts. Man sieht ein paar Gesichter, man sieht ein bisschen Action, aber da kann man noch gar nicht draus lesen, ob es eine große Schlacht gibt, ob es auch wieder eine ruhige Episode wird. Kein Plan. Aber eine Sache, auf die ich noch aufmerksam machen wollte, was bei dieser Episode extrem auffällt. Wir haben es das erste Mal bei einem Staffelauftakt geschafft, seit der ersten Staffel wirklich alle Plätze zu besichtigen, ohne dass es gehetzt gefühlt hat, weil einfach dieser Cast so dermaßen ausgedünnt worden ist, weil einfach nicht mehr viele Leute da sind. Das stimmt. Da hast du wirklich recht. Wir haben ja in der letzten Folge besprochen, dass unser Professor hat gesagt, wahrscheinlich rein ökonomischen Gründen, der Cast dann doch sehr dünn wurde. Und du hast recht, es war die übliche 5-Minuten-Struktur, pro Ding, aber die wirkte wirklich nicht so gehetzt. Ja. Also das ist ja wirklich was, wo man, wenn man The Walking Dead vorwirft, es passiert gar nichts, dann kann man Game of Thrones manchmal vorwerfen, bleib doch mal länger als 5 Minuten bei diesem Charakter. Ja. Und das muss man wirklich sagen, jeder hat so sein Ding bekommen. Ich hätte es vielleicht manchmal ein bisschen anders geschnitten, aber sie bleiben halt stringent immer bei einem und dann der nächste und dann der nächste und dann der nächste. Wir hatten ja nur einmal nach Winterfell war geschnitten und einmal noch kurz zur Zitadelle. Das waren die einzigen 2 Zwischencuts. Ansonsten war das ja alles immer relativ straight dazwischen. Aber das passt ja auch. Also wie gesagt, das war vom Pacing her war das wirklich eine gute Folge. Und was die Drachen angeht, da hat der Jan einen guten Job gemacht. Ja. Auf jeden Fall. Ja gut, wir haben jetzt nicht wirklich viel von denen gesehen. Das wird noch kommen. Ja, aber ich schätze mal, dass sie wahrscheinlich vielleicht auch die Dragonstone oder so gemacht haben. Ja, das machen sie ja, haben sie auch gesagt, dieses Background Enhancing. Naja. Das sah auch extrem gut aus. Ich meine, man sieht, sie haben jetzt nur noch 7 Folgen in dieser Staffel. Ich weiß nicht, ob das sich so dermaßen aufs Budget ausgewirkt hat. Jede Folge soll ja mittlerweile mindestens $10 Millionen kosten. Aber das war meiner Meinung nach schon Feature-Film-Niveau, was wir da gesehen haben. Das sah extrem gut und extrem auch beständig aus. Also wir hatten keinen wirklichen Drop in der Qualität irgendwann. Nein, überhaupt nicht. Die Flotten waren gut animiert.
sahen sehr gut aus, die Kamerafahrten dadurch, die Drachen sind ja immer auf einem guten Niveau, auch Drachenstein wirkte überhaupt nicht wieder irgendwie reingesetzt, ja, sah wirklich gut aus, also auch die Mischung dann aus den Kulissen dann mit der Erweiterung des Hintergrunds und so, nee, also das war wirklich eine gute Sache und das hat also, wenn das Niveau gehalten wird, dann haben wir da wirklich eine ganz, ganz famose Staffel, zumindest was das Optische an vor uns. Na. Ja, guter Staffelauftakt, gute Nachrichten für alle Game of Thrones Fans, also da könnte wirklich was Schönes auf uns zukommen. Auf jeden Fall kommt auf euch etwas Schönes zu, liebe Hörer, wenn ihr bis zur letzten Folge dieser Podcast-Reihe bei uns bleibt, denn wir haben etwas zu verlosen. Und mit freundlicher Unterstützung von Winning Moves, die uns immer wieder das ein oder andere Game Package rüberwachsen lassen, haben wir jetzt ein Game of Thrones Monopoly zu verlosen. Das wird am Ende der Staffel unter allen Hörern verlost. Wie könnt ihr mitmachen? Ganz einfach. Postet einfach auf Facebook oder auf Twitter oder auf Instagram unter den jeweiligen Post der Folge einfach die Schulnote, die ihr dieser Folge gebt, und dann werfen wir alle Kommentare am Ende in einen großen Topf und ziehen dann den Gewinner raus. Also ganz einfach, unter der jeweiligen Folge, entweder auf Facebook, Twitter, Instagram oder auf der Webseite nerdizismus.de einen Kommentar mit der Schulnote zu dieser Folge ablassen und nach Staffelende werden wir dann dieses Game of Thrones Monopoly verlosen. Vielleicht gibt's sogar noch 2-3 Preise mehr. Also mitmachen lohnt sich. Und damit ihr das auf jeden Fall auch nicht verpasst, hier wie gesagt nochmal der Hinweis, auf den Abonnier-Button klicken und dann den Instruktionen folgen oder auf nerdizismus.de mal unter Podcast schauen, wie abonniere ich einen Podcast. Da haben wir das ganz einfach Schritt für Schritt erklärt. Und dann verpasst ihr keine Folge und habt eine Chance, wie gesagt, hier dieses ganz famose Monopoly zu gewinnen. So. Und zu Ende hören lohnt sich eigentlich auch bei jeder Folge, die wir jetzt in dieser Staffel machen. Bei jeder Folge packen wir nämlich ein kleines Interview mit einem Game of Thrones Typen, das wir in den letzten Monaten gemacht haben, einfach mal hinten dran und zeigen euch ein bisschen, wie die Leute privat drauf sind. Ja, und wie sie dann trinken, wie sie dann klingen, wenn sie viel Killepitch-Intus haben. Genau. So, in diesem Sinne habe ich noch irgendwas anzukündigen. Nee, das war's eigentlich jetzt soweit an dieser Stelle. Ihr hört uns wieder spätestens nächste Woche, wenn wir die zweite Folge dieser Staffel besprechen. Und ansonsten hört euch mal in unsere anderen Podcasts rein. Und in diesem Sinne, Vala Mogulis. Tschö. Hi, who are you? Hello, my name is Ian Beattie and I played Sir Meryn Trant in the television show Game of Thrones. And you enjoyed your stay at the show? I absolutely loved every single minute of it. It was the job of a lifetime. I had 5 years of working with some of the best people I've ever worked with, both directors, crew, actors, cast members. It was just the most wonderful time. And leaving it was very difficult and I miss it every day. So you would come back as a White Walker? I would come back as a spear-carrying extra that couldn't be recognised. Nice. Like Daniel Craig in the Stormtrooper suit. I would come back any which way at all. Have you formed any special bonds with the other actors? With most of them. Just about everybody I worked with and several people I didn't work with because that's what the Game of Thrones set was like. You became friends with these actors. Everybody was equal. Everybody was doing their jobs to the best of their abilities. And yes, I've formed friendships. I'm still in touch with many of the actors to this day. I would see a lot of them at Comic Cons and even the ones I never met before on set. You'd meet them at a Comic Con and it's like they're part of your extended family or you're a part of their extended family. And you immediately greet them as old friends. Nice. And would you consider yourself a little bit of a nerd? Not really, but when I like a show, I usually know an awful lot about it. So in that sense, yes, I suppose I'm a Game of Thrones nerd, I would say that. That's pretty good for the quiz questions I have for you. Okay. Because they're mostly about... So I do the harder ones for you. Okay.
What are the sigils of House Stark, Lannister, and Targaryen? The Stark sigil is, of course, the direwolf. The Lannister is the bear. The Targaryen is the dragon. And can you tell me how many books George R.R. Martin published and names of the books? I cannot tell you the length of the books because I have not read them yet. I know they're absolutely huge because I've got them all on my mantelpiece. He has so far published a total of 5 books, although one of the books, in fact, I think 2 of the books, Book 3 and Book 4, were split into 2 subsequent books, 2 smaller books. So it was Book 3 Part 1, Book 3 Part 2, if you like. So I suppose it's either 5 books or 8 books if you look at that. That is in the Game of Thrones series specifically. He has also, of course, published other books. I don't know quite how many of those. I think most of the questions I have... the sigil of House Trant. The sigil of House Trant I am not 100% sure of. I believe it is a... That is a tough one. I know the motto of House Trant, and so end our foes, or so end all our foes. But as for the sigil, no. A black hanged man on a blue field. A black hanged man on a blue field. Thank you for that information. My knowledge is now complete. I'll remember that. A black man hanged on a blue field. Great stuff. Okay, so the last question, maybe it's also a little bit harder. You know how many languages are spoken in Mance Rayder's army? In Mance Rayder's army, I would, unless I read the books, I'm not sure I would have any idea. If you include the giants, if you include the wildlings, the humans that they have, I'm pretty certain there's no Dothraki in there. So my guess at the moment would be 3, but it would be purely a guess and based on my knowledge of the TV show rather than of the books. Okay, it's a little bit more. It's 7. 7, my goodness. Well, there you go. I think if I'd read the books, I would have known that. And I will be reading the books one of these days. I did meet George Martin out in San Francisco, and I told him that I had all his books. In fact, I have about 2 or 3 copies of each because I keep signing them, give them away for charity and stuff like that. And I told him that I hadn't read them yet, and the only reason I hadn't read them, I wasn't going to read them until he was about to publish book 7. Not book 6, that could be a book lot of 7. years, that could be a few years, but I promised myself I would never do Harry Potter again. I'd never wait 1.5 years or 2 years for a book to come out. So I might break that promise. I might, once he publishes book 6, which I believe will be very soon in the new year, I think I'll start reading them. Okay, if you take in account the number of years he took to write the last book, it probably won't be until 5 or 6 years that we see the last book. It's a strong possibility that is true. I would hope he would crack on and get on with it, because certainly from what other people who have read the books have told me, huge fans of the book, obviously, they're a cracking read. I hear they're an absolutely cracking read, and I really, really am looking forward to reading them. I read them all, and I really, really like them. I read them multiple times, but you have to take a lot of time because they're pretty huge. Well, that's exactly right. It was a point I made earlier on today when somebody asked me a question. It's like the television show as well, in the sense that I feel that Game of Thrones attracts an intelligent viewer because it requires attention, it requires, concentration to work out what is going on in this wonderful world of Westeros. So I'm sure the books are exactly the same, that they're for the intelligent, discerning reader, and hopefully I can categorize myself as one of those. I'm really happy for you, because I would want to read them as if I haven't read them before. Exactly. I mean, that's what I, anytime I have a great book or a great series of books, and I find out that someone is about to read them but hasn't read them before, I always feel envious. I always say, oh, you're so lucky. Oh, you haven't read this yet, you're going to love it. So I'm looking forward to that. So in the end, you won a little bit. We have some prizes for you. Okay, excellent. There are prizes. I didn't know there were prizes. Oh, excellent. Very good. Haribos. Excellent. Smarties. Excellent. And prizes. And if you like it, I don't know if you drink alcohol. Oh wait, no. If my wife is listening, yes. If you're not, so absolutely. Oh, I might keep that. This is a killer pitch from Düsseldorf. Herb liquor. Excellent.
Well, I will keep the alcohol, and I may just give the chocolates to my kids. They'll probably steal them off me whenever I get home anyway, so I might as well donate them to them. But that is very, very gracious of you, and I thank you very much for those. Thank you too for the interview and for taking part in our little quiz. Enjoyed that. I will be brushing up a little bit more now on my knowledge for any future quizzes coming along. I think I'll have to start concentrating a bit more. Nice. Once again, my name's Ian Beattie. I played Sir Meryn Trant in Game of Thrones, and you guys are listening to Nerdizismus. Have a good day.